Ja, die seit einer Woche im Gazastreifen geltende Feuerpause, die ist heute um 6 Uhr unserer Zeit dann ohne Verlängerung ausgelaufen. Kurz vorher konnte eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete von der israelischen Luftabwehr abgeschossen werden. Und, das teilt die israelische Armee nun mit, die Kämpfe im Gazastreifen gehen also direkt weiter. So, wir können mal auf ein Live-Bild schauen. Man wird nicht sehr viel sehen, alles dunstig, trüb. Aber wie gesagt, du hast es gesagt, Marie, die Kämpfe sind umgehend seitens des israelischen Militärs wieder aufgenommen worden. Wie es heißt, sind auch erste Kampfjets in der Luft, um die Ziele, die Hamas-Ziele im Gazastreifen anzugreifen. Über die aktuellen Entwicklungen halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und wir schauen auch an diesem Morgen nach Tel Aviv zu unserer Reporterin Tatjana Ohm. Tatjana, also die Meldungen haben wir hier auch bekommen in Deutschland. Wie würdest du die Situation einschätzen? Also wie massiv gehen diese Kämpfe los? Ist das der Norden oder ist das jetzt auch bereits der Süden des Gazastreifens, der da betroffen ist? Israel ist zurück im Krieg, so heißt es von offizieller Seite hier im Augenblick. Was ist passiert in den frühen Morgenstunden? Das muss so kurz nach 4 gewesen sein. Hat auf meinem Handy und ich glaube auch auf all den Handys, wo die Menschen sich diese App runtergeladen haben mit Raketenwarnungen, hat es angefangen zu biepen und zu blinken. Das erste Mal seit vielen, vielen Tagen. Und dann war eben klar, okay, von Seiten der Hamas werden Raketen abgeschossen in Richtung Israel. Und damit war eigentlich auch klar, dass die Waffenruhe vorbei ist und dass Israel darauf reagieren wird. Auch im Moment wieder in den letzten 5 Minuten allein 3 weitere Warnungen, die gekommen sind. Und sie alle betreffen vor allen Dingen eben die Region rund um den Gazastreifen, Sderot und dann eben östlich und dann vom Osten aus in den Süden gelegen. All diese Kibbutzim, die schon angegriffen worden sind. Raketen offenbar auf dem Weg dorthin, die aber zum Glück bislang offenbar alle abgefangen wurden. Was hören wir von Seiten der israelischen Streitkräfte? Thomas hat es eben ja schon gesagt, Kampfflugzeuge nicht nur in der Luft, Kampfflugzeuge, die auch bereits Ziele angegriffen haben im Gazastreifen, im nördlichen Teil, aber, und das heißt es jetzt von palästinensischer Seite, offenbar auch in der Region rund um Khan Yunis im Süden des Landes haben Kampfflugzeuge offenbar erste Angriffe geflogen. Artilleriefeuer ist zu hören und wenn wir hier fertig sind, fahren wir dann auch gleich in Richtung Sderot, in unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen, um eben selber auch zu schauen, was passiert da, was können wir von unserer Position aus dort sehen. Die Waffenruhe verhandelt, um Geiseln frei zu bekommen. Das hat ganz gut funktioniert in den letzten Tagen. Doch mit Blick auf die Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, was bedeutet das? Kann man da schon eine Einschätzung geben, eine Prognose, Tatjana? Ja, ich würde vorsichtig jetzt mal die Prognose wagen, dass heute keine freikommen werden. Es sind noch mindestens 20 Frauen und 2 Kinder in der Hand der Hamas, um die 130 weitere Geiseln. Das sind dann eben alles Männer. Und es heißt auch aus israelischer Seite, die Hamas habe auch überhaupt keine Liste übergeben. Das haben wir in den letzten Tagen gesehen, seitdem es die Feuerpause gegeben hat und die Vereinbarung zur Freilassung von Geiseln auf der einen Seite und palästinensischen Häftlingen auf der anderen Seite. In der Regel am späten Abend, allerspätestens dann am nächsten Morgen, hat es immer die Liste gegeben mit den Namen derjenigen, die rauskommen sollen. Diese Liste, so sagt Israel, habe man überhaupt nicht bekommen gestern und scheint wohl auch davon auszugehen, dass es die auch heute nicht geben wird. Insofern meine vorsichtige Prognose. Heute würde ich sagen, eher keinen Austausch von Geiseln. Und dann ist eben auch die Frage, was passiert im Hintergrund. Das, was jetzt gerade passiert, nämlich die Wiederaufnahme der Kämpfe, wie wird es weitere Verhandlungen beeinflussen? Wird es überhaupt jetzt in diesen Stunden weitere Verhandlungen geben? Ich fürchte, wir werden die nächsten Stunden erst einmal abwarten müssen, bis es darauf präzise Antworten gibt. Für den Moment danke nach Tel Aviv, Tatjana.